Hallo. Kroatischer Zoll. Ja? Kroatischer Zoll. Ja, klar. Voilà. Ich bin schon ein bisschen nervös. Simon sagt nichts mehr. Der ist auch nervös. Bist du? Ja, wir fahren so oft über Grenzen, aber es ist jedes Mal so, die AußenEU-Grenzen, die sind immer ein bisschen schräg. Und vielleicht war es das jetzt sogar schon. Bin mir gar nicht sicher. Kein Bad? Nee. Ich weiß es nicht mehr, Das das letzte Mal. Kroatisch oder Mund? Oder ob unten nochmal eine kommt. Ich glaube, das war's. Waren wir halt bis wir am Dorf unten sind, aber ich glaube auch, dass das war. Ja, aber letztes Mal war das. Sind die Kroaten halt noch gestanden und die Montenegriner, die Kroaten waren weg, dann wären das eigentlich die Montenegriner jetzt gewesen. Tiefenentspannt. Okay, nein, das war's noch nicht. Sie kommt einfach irgendwie einen Kilometer später. Und hier stehen sogar einige Autos. 2 Wohnmobile und 4 Autos vor uns. Und sie haben ein Wohnmobil rausgenommen. Ist das ein Schweizer? Das ist ein Schweizer. Wir sind auch Schweizer. Gut, noch ein Auto vor uns und ich muss die Papiere geben, weil der Schalter rechts ist. Hallo. Thank you. Ja, hast geschafft! Also die haben einfach die Pässe genommen und einen Stempel reingemacht. Das heißt, wir müssen wieder mit denen ausreisen. Weil vorletztes Jahr sind wir mit der Idee. Ja. Das geht auch. Man braucht keine Pässe, aber wir haben einfach Pässe. Wir sind in Montenegro! Und damit grüezi Servus! und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Wie du gemerkt hast, wir sind in Montenegro und nehmen dich in diesem Video mit auf ein Abenteuer in Montenegro. Wir sind gespannt, was wir alles erleben werden und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere unseren Kanal, gib uns ein Like, schreib einen Kommentar und schön bist du da. Ich bin Patricia. Und das ist Simon. In unserem Van bereisen wir Europa. Wenn du magst, begleite uns ein Stück. So, mittlerweile ist Abend. Wir sind an diesem wunderschönen Stellplatz ganz allein und ich weiß gar nicht, ob wir es sagen sollen, ob wir es sagen dürfen, was es zu Abend gibt. Willst du es sagen? Ja. Komm zu dir. Fondue. Genau, weil wir waren heute einkaufen und haben noch mal ganz viele Lebensmittel gekauft, die wir noch nicht kriegen. Und das muss jetzt gegessen werden, weil wir den Platz im Kühlschrank brauchen. Also gibt es noch mal Fondue. Es ist aber genial, weil es ist draußen relativ kalt. Wir liegen auf über 1000 Meter. Also passt so ein Fondue ganz gut dazu. Und dieses Mal gibt es ein friburgisches Moitié-Moitié-Fondue. Also die Friburger machen das Fondue ein bisschen anders. Da kommt der Käse auch rein. Und dann muss man dazu aber 1,5 Deziliter Weißwein dazugeben und auch ein bisschen Speisestärke und die löse ich immer in ein bisschen Weißwein auf. Und jetzt muss man das Ganze wieder erhitzen und weil wir es ein bisschen scharf mögen, schnipsle ich noch ein bisschen Chili rein. Einen guten. Guten Morgen.
Wir haben super geschlafen. Es war eine relativ kühle Nacht zum ersten Mal, aber wir stehen auch auf 1000 Meter. Und wenn Montenegro so weitergeht, wie es heute angefangen hat, dann freue ich mich echt riesig auf diese Reise, weil wir stehen hier irgendwie in einem alten Kriegsdenkmal. Also es war mal das größte Militärkrankenhaus zu der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und da stehen noch viele Mauern, ein Geschützturm und die größte Bäckerei des Balkans. Es ist allerdings alles relativ zerfallen und überwuchert, darum zeige ich dir das nachher mit der Drohne. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Auf jeden Fall, die Geschichte ist mega, der Stellplatz ist wunderschön, absolut einsam gelegen. Es ist niemand hier aus ein paar Holzfällern, die immer mal so vorbeifahren und winken. Also so kann die Reise echt weitergehen. Crkvicne Novi Grad, so heißt das hier irgendwie. Und das Ganze hätte nicht passieren können, wenn es hier nicht ganz viel Regen geben würde. Die haben eine Zisterne gebaut hier, aber es ist, man wird nicht denken, die regenreichste Region von Europa. Aber dazu wird Patricia noch ein bisschen mehr erzählen. Dieser Geschützturm oder diese Burg, dieses Fort, ist relativ zusammengefallen. Also ich würde da nicht unbedingt drin rumkraxeln wollen. Aber es scheint so, als wären da einige Kanonen gestanden. Und das Ganze funktioniert ja wirklich nur, wenn viel Wasser vorhanden ist, vor allem weil die hier so ein Krankenhaus betrieben haben. Wenn wir schon hier sind, dann schauen wir uns auch noch die größte Bäckerei des Balkans zu jener Zeit an. Da stehen auch nur noch ein paar Grundmauern, aber es ist sicher interessant. Es ist leider sehr, sehr stark zerfallen. Man sieht überhaupt nichts mehr. Nicht einmal mehr, wo früher die Öfen gestanden haben. Schade. Aber ein interessanter Zeitzeuge. Wir sind schon abfahrbereit und ich sage noch kurz, wie Simon erwähnt hat, etwas zum Niederschlag hier. Haben wir vorhin auch nicht gewusst. München hat eine Jahresniederschlagsmenge von 932 mm. Im Jahr 2008 wurde hier eine Jahresniederschlagsmenge von über 9000 mm gemeldet. Das ist fast zehnmal so viel. Das ist krass. Und 2014 gab es sogar einen Tag, an dem es über 50 cm geregnet hat. Aktuell ist so der Durchschnitt bei 4600 mm pro Jahr, was auch noch ziemlich viel ist und gilt somit als die Region in Europa, an der es am meisten regnet. Und genau darum, weil das Wetter sagt, ein bisschen Regen an und dort hinten ist schon ganz dunkel, verlassen wir jetzt diesen Ort und fahren zum nächsten. Wir sind jetzt ein Stück gefahren und ich zeige dir mal, auch das hier ist leider Montenegro. Also die schmeißen hier wirklich alles weg. Es hat Kühlschrank, es hat Rucksäcke, es hat Kissen, es hat Bettdecken, es hat Schuhe, es hat Stühle. Ja, das ist die Mülldeponie. Wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen. Das ist von den Pfadfindern so ein Lagerplatz. Ist aber niemand hier.
Also übernachten wir hier und als erstes kommt immer Starling Cups Dach. So, Simon arbeitet drin am Laptop und schneidet das Video und ich verziehe mich jetzt nach da draußen und mache es mir gemütlich und arbeite auch ein bisschen. Der nächste Morgen ist angebrochen, die Schafe kommen auf unsere Weide und wir fahren heute so eine Scenic Route, hat Patrizia herausgefunden. Ist schon alles bereit, also fahren wir los. Also der See hier, der ist übrigens 1950 künstlich angelegt worden und eigentlich sind es 3 Seen, die miteinander durch schmale Kanäle verbunden sind und an einem dieser Seen ist heute unser Stellplatz. Und erster Platz. Montenegrinisch, das ist alles voller Scherben. Ja, und jetzt haben wir gedacht, fahren wir Wasser tanken und dann ein bisschen mehr in die Natur. Hier ist irgendwie ein Dorf dahinter und das ist immer alles so halt anders. Das hier ist doch massiv schöner. 저기 Eiffel Tower shines from anywhere 아름다워. When I'm not with you, all these shiny seas don't mean a thing. 눈동자 비친 Avenue des Champs-Élysées 그대와 같이 romantic. Wir sind an einem neuen Stellplatz und wir haben tierischen Besuch gekriegt. Und sie sind riesig. Ich habe noch nie so große Tiere gesehen, außer im Zoo. Es scheinen keine normalen Kühe zu sein. Down in Louisiana, where the tall, tall pine trees grow, there live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. And a papa wanna save my soul, but a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Yes, she do. Es ist schon wieder eine Woche vorbei. Wir sind gut in Montenegro angekommen und echt beeindruckt von diesem wunderschönen Land. Es gibt so viele schöne Ecken und wir haben noch nicht mal die Hälfte gesehen. Ganz viel Natur haben wir bis jetzt gesehen. Wir sind echt begeistert von diesen Stellplätzen, von diesen wenigen Menschen, die hier sind, von diesem Land. Ja, die Leute sind super freundlich. Wir haben sogar gestern eine Einladung zu
zum Cevapcici Barbecue erhalten, ganz spontan. Also es ist ein Traum. Und was wir immer gehört haben, dass die Einreise nach Montenegro schwierig sein soll, da haben wir anders erlebt. Wir 2 Minuten Dokumente gezeigt, Pass gezeigt und Durchgefahren. im wunderschönen Land Ja, es angekommen. war wirklich easy. Gott sei Dank. Und jetzt geht es weiter in Durmitor Nationalpark und danach in die Tara-Schlucht. Wir sind schon sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Aber das siehst du dann nächste Woche. Genau, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns ganz viel Liebe und ein Like da. Abonniere unseren Kanal. Schreib einen Kommentar, das freut uns immer. Oder stell eine Frage und wir fahren jetzt los in den Durmitor Nationalpark. Also, tschüss.